Herzlich willkommen bei Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, um gemeinsam in die Tiefen der Geschichte einzutauchen. Es ist uns eine Ehre, Ihnen die Geheimnisse der Architektur und den Geist vergangener Epochen näher zu bringen. Heute entführen wir Sie an einen Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint, hoch über den nebligen Ufern des Väterchens Rhein. Stellen Sie sich einen Ort vor, der seit 800 Jahren jedem Sturm trotzt. Während ringsum stolze Festungen in Schutt und Asche fielen, blieb sie unberührt, fast so, als stünde sie unter einem unsichtbaren Schutzschirm. Die Marksburg, die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein. Ein steinernes Monument der Unbeugsamkeit, das majestätisch über der Stadt Braubach thront. In diesem Marksburg-Video laden wir Sie ein, mit uns durch die Tore einer echten, lebendigen Ritterburg zu schreiten. Die Geschichte dieses magischen Ortes beginnt im Verborgenen, tief in den Nebeln des frühen 12. Jahrhunderts. Obwohl die offizielle Erwähnung der Burg Marksburg erst auf das Jahr 1231 datiert wird, flüstern die alten Steine von einer noch älteren Präsenz. Schon um 1117 werden die Edelfreien von Braubach in den Chroniken genannt. Ursprünglich, so vermuten Historiker, suchten sie Schutz in einem befestigten Haus im Tal, nahe der Martinskapelle, einem Ort, der noch heute den Namen An der alten Burg trägt. Doch der Geist jener Zeit verlangte nach Höhe, nach Überblick und nach Unantastbarkeit. Auf einem steilen Schieferkegel, 160 Meter über dem Wasserspiegel des Rheins, fand man den idealen Ort. Die strategische Lage war meisterhaft gewählt. Von hier aus ließ sich nicht nur der Schiffsverkehr auf dem Rhein kontrollieren, sondern auch die wichtige Handelsstraße, die ins Hinterland führte. Die Marksburg wurde nicht nur als Wohnsitz, sondern als Symbol der Macht und als unüberwindbarer Schutzraum konzipiert. In einer Ära, in der das Burgenland Deutschland von Fehden und Machtkämpfen geprägt war, war die Gründung der Marksburg ein Akt genialer Weitsicht. Hinter jedem Stein der Marksburg steht der Wille mächtiger Dynastien. Die ersten Baumeister waren die Herren von Eppstein, eine der einflussreichsten Familien des Hochmittelalters. Sie errichteten eine romanische Burganlage mit einem charakteristischen dreieckigen Grundriss, ganz im Stile der Stauferzeit. Es war ein bescheidener, aber wehrhafter Anfang, ein Wohnturm und eine Ringmauer, die den Kern der heutigen Anlage bilden. Doch das Schicksal der Burg nahm eine glanzvolle Wendung, als im Jahr 1283 Graf Eberhard, der Zweite von Katzenelnbogen, die Festung erwarb. Die Grafen von Katzenelnbogen gehörten zum Jetset des Mittelalters. Sie waren unermesslich reich und besaßen politischen Einfluss bis in die höchsten Kreise des Reiches. Unter ihrer Herrschaft verwandelte sich die Marksburg in eine prachtvolle Residenz. Sie fügten gotische Palasbauten hinzu, die der Burg bis heute ihr charakteristisches Gesicht verleihen. Als das Geschlecht der Katzenelnbogener 1479 im Mannesstamm erlosch, ging die Burg durch die Heirat der Erbtochter Anna mit Landgraf Heinrich III. An das Haus Hessen über. Die Hessen erkannten den militärischen Wert der Anlage und bauten sie zu einer Festung mit mächtigen Batterien und Bastionen aus. Es ist dieser kontinuierliche Wandel von der romanischen Schutzburg zur gotischen Residenz und schließlich zur frühneuzeitlichen Festung, der die Marksburg zu einem lebendigen Geschichtsbuch macht. Wenn man die Marksburg-Innenansicht betrachtet, erkennt man die Genialität mittelalterlicher Ingenieurskunst. Das Herzstück der Anlage ist der Bergfried, der sogenannte Donjon. Er erhebt sich stolz auf dem höchsten Punkt des Felsens und dient nicht nur als Ausguck, sondern auch als letzter Zufluchtsort. Mit seinen massiven Mauern und der schwindelerregenden Höhe wirkt er wie ein Fingerzeig Gottes.
Die technische Raffinesse zeigt sich in der geschickten Ausnutzung des Terrains. Der dreieckige Grundriss ist keine Zufallswahl. Er passt sich perfekt der natürlichen Form des Schieferfelsens an, was einen Sturm auf die Burg nahezu unmöglich machte. Die Ringmauern sind so konstruiert, dass Angreifer stets von oben unter Beschuss genommen werden konnten. Besonders beeindruckend ist die Marksburg-Rüstungskammer. Hier lagert eine der bedeutendsten Sammlungen historischer Rüstungen, die die Entwicklung des Schutzes vom Altertum bis in die Neuzeit zeigt. Diese Räumlichkeiten sind nicht nur Museen, sie sind Kammern der Resonanz, in denen das Klirren der Kettenhemden noch in der Luft zu hängen scheint. Die Burg verfügt über tiefe Zisternen für die Wasserversorgung und gewaltige Weinkeller, denn in einer Belagerung war die Versorgung ebenso wichtig wie die Dicke der Mauern. Die Architektur der Marksburg ist eine harmonische Symbiose aus roher Gewaltbereitschaft und ästhetischer Eleganz. Warum heißt die Marksburg eigentlich Marksburg? Ursprünglich war sie nur als Burg Braubach bekannt. Der Legende nach ist ihr Name eng mit dem Evangelisten Markus verknüpft. Es heißt, dass in dunklen Zeiten, als die Burg von feindlichen Heeren bedroht wurde, die Burgkapelle dem heiligen Markus geweiht wurde, um seinen göttlichen Schutz zu erflehen. Ein Hauch von Mystik umweht auch die Tatsache, dass die Burg als einzige in der Region niemals durch kriegerische Einwirkung zerstört wurde. Während im 17. Jahrhundert die Truppen Ludwigs XIV. Fast alle Burgen am Rhein in rauchende Ruinen verwandelten, blieb die Marksburg wie durch ein Wunder verschont. Die Einheimischen flüsterten sich zu, dass der heilige Markus selbst seine schützende Hand über die Mauern hielt. Es gibt Erzählungen von Geistererscheinungen in den langen Nächten des Dreißigjährigen Krieges. Schatten alter Ritter, die noch immer auf den Zinnen patrouillieren, um sicherzustellen, dass ihr unbesiegtes Erbe niemals fällt. Diese Aura der Unbesiegbarkeit macht die Mittelalterburg zu einem Ort der Ehrfurcht. Die Marksburg ist weit mehr als nur ein touristisches Ausflugsziel Rhein. Sie ist ein kulturelles Juwel von unschätzbarem Wert. Da sie nie zerstört wurde, bietet sie uns heute einen authentischen Blick in das Leben des Mittelalters, den man so an kaum einem anderen Ort findet. Während andere Burgen im 19. Jahrhundert im Geiste der Romantik oft fantasievoll wiederaufgebaut wurden, blieb die Marksburg in ihrer originalen Substanz erhalten. Als Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal repräsentiert sie die Blütezeit der europäischen Ritterkultur. Eine besondere historische Kuriosität ist ihre Zeit unter hessischer Herrschaft. Während das umliegende Rheinland überwiegend katholisch blieb, wurde Braubach durch die hessischen Landgrafen protestantisch. Die Marksburg war somit ein Bollwerk des neuen Glaubens in einer alten Welt. Ein weiterer Meilenstein in ihrer Geschichte war das Jahr 1900. Für die damals fast lächerliche Summe von 1000 Goldmark, nach heutigem Wert etwa 15.000 Euro, kaufte die Deutsche Burgenvereinigung unter der Initiative von Professor Bodo Ebhardt die Anlage. Ebhardt, ein Visionär und Denkmalschützer, widmete sein Leben der originalgetreuen Erhaltung. Dank ihm ist die Marksburg heute kein totes Museum, sondern das lebendige Herz der Burgenforschung in Deutschland. Heute steht die Marksburg als stolzes Wahrzeichen über dem Rheintal und empfängt Besucher aus aller Welt. Sie ist kein Ort für einsame Wanderer, denn der Zutritt zum Inneren ist traditionell nur im Rahmen einer Marksburg-Führung möglich, eine Maßnahme, die den Schutz der empfindlichen historischen Substanz garantiert. Wer heute einen Marksburg-Rundgang unternimmt, spürt die Erhabenheit dieses Ortes. Die Anfahrt zur Burg ist ein Erlebnis für sich. Man schlängelt sich durch die engen Gassen von Braubach hinauf, bis sich der Wald öffnet und der Blick auf die mächtige Silhouette frei wird.
Für Reisende ist wichtig zu wissen: Es gibt ausgewiesene Plätze für das Marksburg-Parken, doch der letzte Aufstieg zu Fuß lässt einen die Anstrengungen nachempfinden, die ein Ritter einst auf sich nehmen musste. In den Mauern der Marksburg befindet sich heute auch die Geschäftsstelle der Deutschen Burgenvereinigung. Das bedeutet, dass dieser Ort nach wie vor aktiv verwaltet und erforscht wird. Jeder Besucher trägt durch seinen Besuch dazu bei, dass dieses Denkmal der Menschheit für künftige Generationen erhalten bleibt. Die Burg ist nicht nur eine mittelalterliche Festung, sie ist eine Brücke zwischen den Jahrhunderten. Wir hoffen, dieser Streifzug durch die Hallen und Legenden der Marksburg hat Ihre Fantasie beflügelt. Die Welt der Burgen am Rhein ist voller Geheimnisse und die Marksburg ist zweifellos einer ihrer strahlendsten Diamanten. Die Verbindung aus kriegerischer Stärke und künstlerischer Pracht macht sie zu einer der wichtigsten Braubach-Sehenswürdigkeiten. Wenn Sie nun selbst den Wunsch verspüren, die knarrenden Dielen und die kühlen Steinmauern dieser Festung zu erleben, haben wir alles für Sie vorbereitet. Mehr Informationen über diesen majestätischen Ort, die genaue Adresse sowie den aktuellen Fahrplan und die Öffnungszeiten für Ihren Besuch finden Sie über den Link zur offiziellen Quelle des Objekts, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Dort können Sie auch Ihre Marksburg-Tickets buchen und sich über die besten Marksburg-Fotospots informieren, um Ihren Besuch unvergesslich zu machen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Legenden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Legendäre Burgen und Dom, wo die Geschichte lebendig wird.